Wer die Darstellung von Strommasten im Microsoft Flight Simulator realistischer gestalten möchte, der hat über das Add-on Global Powerlines nun eine weitere Möglichkeit, dies zu tun. In diesem Video sehen wir uns gemeinsam an, ob der kostenpflichtige Zusatzinhalt hält, was er verspricht. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Wir befinden uns auf der Homepage von OrbX, denn nur hierüber ist der Zusatzinhalt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos erhältlich. Den entsprechenden Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Global Powerlines wird vom selben kleinen Entwicklerstudio entwickelt, welches sich auch für den Zusatzinhalt HD Global Trees verantwortlich zeichnet und liegt bei einem Euro-Nettopreis von 7,74 €. Das Add-on ersetzt die generischen Strommastmodelle im Simulator durch hochdetaillierte, handgefertigte 3D-Modelle, die das Aussehen des Stromnetzes verbessern, heißt es im Text. Dabei werden die Strommasten nicht neu von Hand gesetzt, sondern in ihrer Platzierung und Ausrichtung auf Grundlage der Streaming-Daten von Microsoft Asobo 1:1 getauscht. Durch die Umsetzung in dieser Art soll es auch, was die Performance angeht, zu keinerlei Einbrüche kommen. Um den Inhalt dann ganz bequem installieren zu können, benötigt man die hauseigene App Central von OrbX im Vorfeld und muss diese installieren. Für die Installation von Global Powerlines werden dann knapp 104 MB benötigt. Der Zusatzinhalt funktioniert sowohl im Microsoft Flight Simulator 2020 als auch 2024 und ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos ausschließlich am PC und nicht für Xbox verfügbar. Nach der Installation haben wir dann Zugriff auf Global Powerlines und diverse Einstellungsmöglichkeiten. Ganz oben können wir zwischen dem Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 hin und her switchen. Also sprich, in welcher Version möchten wir den Inhalt nutzen. Der 2024er bietet im Vergleich zum 2020er eine zusätzliche Funktion, ob die Modelle in der maximalen Distanz angezeigt werden sollen. Außerdem können wir hier den Pfad anwählen, wo die Installation hingehen soll, also ob automatisch in den Standard-Community-Ordner oder an einen individuellen Speicherplatz, und darunter finden wir dann die jeweiligen Felder für die Nieder- bzw. Hochspannungsmasten. Hier können wir nun von den standardmäßig platzierten Strommasten auf insgesamt 19 unterschiedliche Strommasten zugreifen. Diese können wir dann entweder mit oder ohne Kabel auswählen, wobei zu beachten ist, dass die Kabel hier nur visuell dann dargestellt werden, keinerlei Kollisionsabfragen beinhalten und auch nur in Mastnähe zu sehen sind. Nach gefühlt ca. 20 bis 30 Metern, wenn man sich vom Mast entfernt, laufen diese in die Unsichtbarkeit aus. In vielen Fällen reicht diese Länge aber aus, um den visuellen Eindruck entstehen zu lassen, dass die Kabel miteinander verbunden sind, da durch die Entfernung der Masten oftmals ein Kabel in das andere hineinreicht. Auch wichtig zu beachten ist, dass das, was ihr jetzt hier auswählt an Nieder- bzw. Hochspannungsmasten, sich dann weltweit so darstellt. Bedeutet, alle Strommasten, die standardmäßig in der Microsoft Asobo Datenbank liegen, werden durch diese hier dann ersetzt. Sobald man sich dann für jeweils eine Variante entschieden hat, klickt man hier unten auf den Button Apply to Sim, also auf Anwenden, und der Austausch ist quasi per Knopfdruck abgeschlossen. Hier steht Completed und der jeweilige Mast ist dann blau umrandet. Wenn man wieder auf die Standardmasten zurückwechseln möchte, klickt man rechts unten auf Remove from Sim und die Masten sind wieder auf Standard. Und so kann man dann, bevor man den Microsoft Flight Simulator startet, beliebig zwischen den einzelnen Masten hin und her schalten. Wir wechseln einmal rein in den Microsoft Flight Simulator 2024. Sofort ist die Veränderung der Standardstrommasten auf die von uns eben ausgewählten deutlich zu erkennen. Und nicht nur im Nahbereich, also direkt unter uns und ein Stück voraus, sondern auch wirklich in der Ferne ist zu erkennen, welchen Verlauf die Strommasten nehmen. Von der Location her befinden wir uns hier in Bodenseenähe auf der Seite der Schweiz und Österreich, unweit des Flughafens St. Gallen Altenrhein. Wir gehen weiter ins Detail und sehen uns nun nicht nur den Verlauf der Strommasten an sich an, sondern gehen auch mit der Drohnenansicht gleich mal etwas näher ran. Aus dieser Höhe macht das Ganze an verschiedenen Punkten durchaus einen stimmigen Eindruck. Auch die Kabel sorgen visuell dafür, dass man meint, die Masten wären miteinander verbunden. Und was die Platzierung derer angeht, erinnern wir uns zurück, denn alles basiert auf der Datenbank von Microsoft Asobo
Asobo Standardmasten. Somit wird hier jetzt nichts zusätzlich platziert, sondern lediglich ersetzt. Wir wechseln einmal in die Drohnenansicht und gehen ganz dicht ran. Auch hier erinnern wir uns einmal zurück. In der Produktbeschreibung werden die Masten als hochdetaillierte, handgefertigte 3D-Modelle beschrieben. Was natürlich klar ist, so nah kommt man bei einem Überflug im Normalfall nicht ran. Natürlich kann man mit einem Helikopter jetzt hier sehr nah ranfliegen und sich Szenarien ausdenken und so weiter. Aber hochdetaillierte 3D-Modelle sind das definitiv nicht. Die Schatten der Masten fallen Tageszeiten abhängig korrekt. Die Kabel werfen keinen Schatten. Was mir allerdings in vielen Gebieten und auch hier deutlich aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass mir die Anzahl der Hochspannungsmasten einfach viel zu hoch erscheint. Und um dieser Tatsache einfach mal auf den Grund zu gehen, weshalb das so ist, habe ich einen kleinen Vergleich angestellt. Wir befinden uns hier im Microsoft Flight Simulator 2024 auf der Weltkarte nahe des Ortes Bendern. In der Mitte teilt der Rhein die beiden Länder Liechtenstein und die Schweiz, begleitet von einer daneben führenden Autobahn. Lasst uns diese Situation jetzt einmal auf Google Maps spiegeln. Wir befinden uns hier jetzt an genau der gleichen Stelle auf Höhe des Ortes Bendern. Rechts ist Liechtenstein, links die Schweiz. Und auf die Autobahn, die direkt am Rhein entlang führt, setzen wir jetzt hier einmal unseren Google Hans. Ich weiß nicht, wie er bei euch heißt, bei mir ist es der Google Hans. Und wenn wir uns jetzt hier einfach mal entlang der Autobahn bewegen, dann ist hier schon sehr gut zu erkennen, dass wir rechts und auch links entsprechende Strommasten finden. Genauso wie es auch entlang der Strecke im Microsoft Flight Simulator dargestellt wird. Die Strecke bietet sich sogar hervorragend für einen Vergleich an, da wir hier in diesem Fall sogar beides haben. Auf der linken Seite die Hochspannungsmasten und auf der rechten Seite die Niederspannungsmasten. Prägt euch diese Situation gerne so ein, denn wir wechseln jetzt hier einmal wieder rüber in den Microsoft Flight Simulator 2024 an genau diese Stelle und setzen dort unser Flugzeug in die Luft. Die Ladezeit überspringen wir hier jetzt mal ganz dezent und wechseln von der Ansicht her in den Flugzeugversetzen-Modus. Hinter uns liegt der Ort Bendern, rechts ist Liechtenstein, links die Schweiz, unter uns der Rhein und die daneben liegende Autobahn. Und was jetzt der Grund dafür ist, dass uns im Microsoft Flight Simulator so viele Hochspannungsmasten angezeigt werden, ist relativ schnell zu erkennen. Denn auch die Niederspannungsmasten werden uns als Hochspannungsmasten angezeigt. Und dann ist natürlich klar, dass das einfach viel zu viele sind. Das Ding ist nur, dieser Fehler besteht ja schon in der grundlegenden Datenbank von Microsoft Asobo. Und da sich das Add-on Global Powerlines auf genau diese Datenbank bezieht, baut es nicht nur auf dieser fehlerhaften Darstellung auf, sondern verdeutlicht das Problem sogar noch. Hier einmal zum Vergleich ein Überflug in den Standardeinstellungen, also ohne Add-on. Auch hier wird nicht zwischen Hoch- und Niederspannungsmasten unterschieden, es fällt einfach nur nicht so krass auf. Grundsätzlich muss es in der Datenbank von Microsoft Asobo ja eine Unterscheidung zwischen Hoch- und Niederspannung geben. Und während meiner Tests habe ich auch durchaus Orte gefunden, an denen Niederspannungsmasten dargestellt wurden. In 90% der Fälle war es, wie hier im gezeigten, jedoch leider nicht der Fall. Und solange Microsoft Asobo da in seiner grundlegenden Datenbank nicht nachbessert, wird auch der Drittentwickler von Global Powerlines nicht zu seinem gewünschten Ergebnis kommen, was echt schade ist, denn die Idee an sich ist gut, jedoch kann ich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos das Add-on leider nicht weiterempfehlen. Wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Däumchen und Abo zur Unterstützung dieses Kanals bitte nicht vergessen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.